Weich und geschmeidig auf der Trompete spielen ist leicht dahergesagt. Oft hat man Stress oder hat dieses feste Spiel über Jahre, Jahrzehnte eintrainiert. Dann ist es natürlich unglaublich schwer, eine andere Spieltechnik zu trainieren. Letztendlich stellt man sein Trompete-Spielen komplett um. Das bringt uns aber gleich auch zum ersten Angriffspunkt, nämlich die Analyse, wieso spielt man mit zu viel Druck. Kann es Unsicherheit sein? Übt man nicht und versucht dieses Nicht-Üben mit mehr Druck zu kompensieren und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir in die Technik rein. Was muss denn passieren, damit die Lippen anfangen zu schwingen? Wenn ich meinen Ansatz ganz fest mache und jetzt Luft dagegen puste, kommt erstmal gar nichts und danach kommt auch nur so ein leichtes Geräusch. Also die Luft, die sich letztendlich irgendwie zwischen den Lippen hinausdrückt, verursacht ein Geräusch, aber das können wir fürs Trompete-Spielen jetzt anfänglich nicht benötigen. Wir müssen versuchen, leicht und locker einzuschwingen. Wenn wir also unsere Lippen in der Ausgangsposition geschlossen nehmen und jetzt Luft dagegen pusten, kommt erstmal dieses Luftgeräusch, dieses Luftstromgeräusch. Wenn ich jetzt aktiv meine Lippen zurückhalte, das heißt versuche geschlossen zu halten, nicht mit voller Power, sondern nur dieses anfängliche Gefühl, das ich bei den geschlossenen Lippen habe, fangen die Lippen bereits an zu schwingen. Also ohne großen Widerstand, ohne großen Druck fangen diese an zu schwingen. Was habe ich gemacht? Ich habe Luft hinausgepustet und habe versucht, den Ansatz zurückzuhalten. Also dieses Öffnen versucht zu vermeiden. Wenn ich das dann mache, schwingen die Lippen bereits ein. Wenn ich jetzt die Lippenspannung etwas erhöhe, erhöht sich auch die Frequenz, es kommt ein höherer Ton raus. Wenn ich das jetzt auf die Trompete übertrage, und wichtig hierbei ist es, das Mundstück immer sehr locker an die Lippen anzusetzen. Kein Druck, das Mundstück sitzt an den Lippen, mehr nicht. Schwingen die Lippen mal ein. Es ist nicht zu 100%ig genau auf den Punkt, aber darauf kommt es jetzt auch nicht an. Du kannst den Zungenanstoß dazu nehmen. Ich empfehle aber immer erstmal die Luft strömen zu lassen. Das heißt, du hast und du bemerkst jetzt mittlerweile schon, okay, es ist ein tiefer Ton, aber dieser kommt leicht. Wenn ich jetzt die schnellere Luft benutze, sollte der Ton auf der Trompete auch höher erklingen. Das heißt, vorher C1, jetzt eventuell das G2. Wir probieren es aus. Und mit noch schnellerer Luft. Das heißt, durch die Luftgeschwindigkeit habe ich direkten Einfluss auf die Frequenz. Diese wird also schneller. Das Nebenprodukt ist natürlich auch die Lautstärke, es wird lauter, aber ich komme ohne Anstrengung von einem tiefen Ton C1 übers G2 zu einer Oktave höher zum C2, ohne dass ich gepresst gedrückt habe. Mein Hals ist offen, die Luft fließt nach außen und dementsprechend nehmen die Lippen die Frequenz auf, durch die Luftgeschwindigkeit natürlich direkt beeinflusst und ich bekomme eine höhere Frequenz auf der Trompete. Wenn du das schaffst, ohne Druck zu spielen, dann bist du schon einen riesen Schritt nach vorne gegangen. Wir machen jetzt eine kleine Übung, ganz einfach, chromatische Tonleiter. Und wichtig ist, dass wir jetzt aktiv diesen Luftstrom nach außen führen. Das heißt, wir starten bei einem tiefen Ton, C1, spielen chromatisch nach oben zu C2. Am Anfang haben wir eine Lautstärke von Mezzo Piano, Mezzo Forte und wir gehen natürlich nach oben. Das heißt, wir brauchen eine schnellere Luft, dementsprechend wird es lauter und wir kommen nach oben zum C2. Sollte es erstmal nicht klappen, mach eine Zwischenstation beim G1, ansonsten ist unser Ziel die Oktave oben C2. Jawohl, und schon kommen wir nach oben. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, ich könnte noch wesentlich weiter spielen, ohne Druck aufbauen zu müssen. Das heißt, ich starte jetzt wieder unten und spiele ab dem C2, aber langsamer in Vierteln, dann weiter nach oben, nach wie vor chromatisch.
Und jetzt merke ich, jetzt wird die Luft knapp. Aber also von C1 bis zum Ass 2 konnte ich jetzt, ohne dass ich die Lippen stark anspanne, das Mundstück stark gegen die Lippen presse, bis zum Ass 2 nach oben spielen. Nur mit der Luftgeschwindigkeit, mit dem Luftdruck, den ich ganz bewusst geführt habe. Wenn du feststellst, dass bei dir dein Trompetespielen immer verkrampfter wird, immer fester wird, du merkst, dass dadurch auch Blockaden entstehen oder du sogar die Lust am Trompetespielen verlieren solltest, dann geh dieses Thema an und versuche offen, weich, frei, locker zu spielen und deine höheren Töne beim Üben mit mehr Luftgeschwindigkeit zu spielen. Mach's anhand von Tonleitern, von Skalen, die bringen uns Schritt für Schritt nach oben bzw. nach unten. Aber beobachte dich, wie du den Luftstrom einsetzt und wie du damit umgehst. Ich wünsche dir bei dieser Erfahrung, bei deinem Trompetentraining viel Erfolg. Lass am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.